Staffel 11, die zweite, dein Reich komme, als das Gebet, das uns bewegt. Denn wenn sein Reich kommt, kommt seine Gegenwart, seine Kraft, seine Veränderung und alles fällt an seinen Platz. Thema: Voraussetzungen zu gesunder Leiterschaft, Voraussetzungen, diese Welt mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen. Die zweite: Liebe zu den Menschen, zugunsten der Menschen lieben. Im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 7 steht, dass Gottesfurcht uns zu geschwisterlicher Liebe führt und aus der Liebe zu den Gläubigen führt die Liebe zu allen Menschen. Ein Leiter hat mir mal gesagt, um gut zu leiten, musst du Menschen nicht lieben. Das stimmt nicht. So wie Gottes Liebe der Ursprung unseres Lebens ist die Liebe zu den Menschen der Ausdruck davon, dass wir in Gottes Liebe leben. Und das fällt mir immer wieder auf zugunsten von Menschenleben. Ich habe 2 Menschen verloren, die für mich ungemein, oder 3, die ungemein bedeutsam waren. Meine Mutter vor gut einem Monat. Es war für mich Krise, weil ich als Einzelkind niemanden mehr habe, mit dem ich über meine Kindheit sprechen kann. Aber meine Mutter war eine Königin. Und ich sage oder erkläre, was ich damit meine. Meine Mutter hat zeitlebens nicht für sich gelebt, sondern für andere. Für ihren Mann, für mich, für ihre Umgebung, für Jesus, als sie ihn kennengelernt hatte. Und obwohl sie beinahe 90 Jahre alt war, war jeder, ob jung oder alt, gerne mit ihr zusammen. Sie war voller Humor, sie war nie eine Belastung. Sie füllte den Raum mit ihrem lieblichen Wesen. Und als wir die Beerdigung feierten, habe ich geöffnet, dass jeder etwas über sie sagen konnte. Und es war berührend, wie besonders unsere Kinder, unsere 5, sich über ihre Oma geäußert haben. Wow, ein Mensch, der zugunsten von Menschen lebte. Ich erinnere mich aber auch an die Frau Ursula, heißt sie, die Schweizerin, die drogensüchtig war. Von der habe ich schon ab und zu was erzählt. Und ich hatte, als ich sie zum ersten Mal sah, so den inneren Eindruck, dass Jesus sagte, bist du bereit, ihr zu dienen, zugunsten von ihr zu leben, auch wenn sie ihr Leben nie mir gibt. Und ich habe dann gemerkt, das war so eine Prüfung. Bin ich bereit, einfach zu dienen und zu lieben, ohne im Hinterkopf eine Absicht zu haben? Und ich habe dann relativ schnell in diesem Gespräch Jesus ja gesagt. Und im Verlauf der 10 Jahre, die darauf folgten, merkte ich, wie oft das herausgefordert war, weil sich beinahe oder kaum eine Veränderung zeigte. Aber ich war ja gebunden durch diese Aussage und habe das gelebt. Und plötzlich verändert sich Ursula und wird zu einem Segen für andere Menschen, für unsere Familie, für unsere Enkel. Sie hat es nie ganz geschafft. Sie hatte ihre Hanfplantage immer noch auf dem Balkon und rauchte ein Pfeifchen. Und ab und zu wurde ich gesagt, ja, aber das muss man ihr doch ausreden. Und ich habe zu den Leuten immer gesagt, lasst sie in Ruhe, solange sie sich auf Jesus zubewegt und es zulässt, dass der Geist Gottes zu ihr spricht. Und dann wird sie, wenn sie reif ist, davon lassen. Zugunsten von Menschen leben, nicht zugunsten von Vorstellungen, von Recht und dem eigenen Verständnis, was richtig oder falsch ist. 3. Beispiel noch, ein Mann, den die meisten kennen, das war Gero Herrndorf, der mir unglaublich fehlt. Gero war aus Anfang 40 vielleicht oder Ende 30, habe ich ihn in den Straßen Berns kennengelernt. Er hatte Jesus erlebt, aber einen Rückfall gehabt in Drugs und in Alkohol. Und ich begann ihn zu begleiten und habe unglaubliche Dinge erlebt. Aber auch da war wieder dieses Empfinden, und ich könnte nicht mehr sagen, das war eine Stimme gewesen, damals ist es zu lange her, aber diese Bereitschaft des Herzens, bin ich bereit, diesem Menschen einfach zu dienen, Jesus zu repräsentieren, diesem Menschen gegenüber.
ungeachtet seiner Reaktion. Und Gero konnte ganz schwierig sein, wenn er das wollte, und machte es nicht jedem einfach. Aber im Lauf der Zeit, er heiratete, er hatte 2 Kinder in zweiter Ehe, wurde zum Hauptseelsorger der Vineyard Bern, hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen beeinflusst, und immer wieder höre ich, wie sein Leben als Zeugnis für andere der Anstoß war, ihr Leben mit Gott und Menschen in Ordnung zu bringen. Und ich habe immer gedacht, eigentlich war der Ursprung, wie Gott mich gebraucht hat, nicht mein Wissen, nicht mein Können, nicht meine Überzeugungskraft, sondern es hatte nur etwas: Hinwendung und Liebe, die oft auch zwecklos ist, nicht damit ich etwas gewinne. Menschen zu lieben ist Voraussetzung zu Leiterschaft. Wer Menschen nicht liebt, kann nicht führen. Wer Gott nicht den ersten Platz gibt, kann nicht Verantwortung übernehmen. Und so ermutige ich dich, liebe die Menschen um dich herum gleich wie sie sind. Versuche sie nicht zu verändern. Lass dich auf sie ein mit offenen Herzen und vertraue dem Heiligen Geist, dass er sein Werk im Leben der Menschen selbst zu tun vermag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine ganz kraftvolle kommende Woche.